Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du hier bist. Lass uns beginnen. In diesem Video hörst du zuerst eine interessante Geschichte. Danach folgt ein unterhaltsamer Dialog zwischen zwei Personen. Im Anschluss gibt es Übungen inklusive Lösungen, damit du direkt alles wiederholen kannst. Am Ende gibt es noch eine Zusammenfassung des neuen Wortschatzes. Das Mädchen und der Drache. Das Mädchen springt. Es fällt tief in die Dunkelheit. Niemand sieht es. Niemand hilft. Aber dann ein Licht. Ein großes, warmes Licht kommt von unten. Das Mädchen landet weich auf etwas Warmem. Es öffnet die Augen. Ein Drache schaut sie an. Er hat goldene Augen und grüne Schuppen. Lena ist 12 Jahre alt. Sie lebt in einem kleinen Dorf am Rand eines Waldes. Das Dorf heißt Tannenbach. Die Menschen dort sind einfach und ruhig. Aber Lena ist anders. Sie liest jeden Tag Bücher über Drachen und Magie. Alle im Dorf sagen, Drachen gibt es nicht. Lena glaubt das nicht. Sie glaubt, dass irgendwo im Wald etwas Magisches lebt. Jeden Abend schaut sie aus dem Fenster in den dunklen Wald. Ihr Zimmer ist klein, aber voller Bücher. An der Wand hängt eine Karte vom Wald. Darauf sind viele Kreuze, Orte, die sie noch entdecken will. Lena hat keine Angst vor dem Wald. Sie hat nur eine Angst, dass das Leben langweilig bleibt. Finn ist kein normaler Drache. Er ist jung, erst 30 Jahre alt, sehr jung für einen Drachen. Er lebt tief im Wald in einer alten Höhle. Die Höhle ist groß und warm, aber Finn ist allein. Alle anderen Drachen sind weit weggeflogen. Er weiß nicht, warum sie gegangen sind. Jeden Tag wartet er. Er schaut in den Himmel und hofft, aber niemand kommt. Finn ist traurig, aber er zeigt es nicht. Er sammelt stattdessen Dinge. Steine, alte Münzen, kaputte Uhren. Er findet sie im Wald oder am Fluss. Jedes Ding hat eine Geschichte, so denkt er. Finn ist neugierig und freundlich, aber er hat Angst vor den Menschen. Die Menschen im Dorf haben früher Angst vor ihm gehabt. Einmal haben sie Feuer an den Waldrand gelegt. Seitdem bleibt er tief im Wald. Er ist vorsichtig und ruhig. An einem Herbstmorgen passiert etwas. Lena findet in ihrem alten Buch eine neue Karte. Die Karte zeigt einen Weg tief in den Wald. Am Ende des Weges ist ein Zeichen, ein Drache. Ihr Herz schlägt schnell. Sie nimmt das Buch und läuft los. Der Wald ist kühl und still. Die Blätter sind rot und gelb. Lena folgt dem Weg auf der Karte. Nach einer Stunde wird der Wald dunkler. Die Bäume sind hier sehr alt und sehr groß. Dann sieht sie es, ein Loch im Boden. Es ist kein normales Loch, es leuchtet schwach von unten. Lena beugt sich vor und schaut hinein. Da rutscht ihr Fuß aus. Sie fällt, tief, schnell. Dann landet sie weich. Finn schaut das Mädchen an. Das Mädchen schaut Finn an. Beide sagen nichts. Finn macht einen Schritt zurück. Er hat Angst. Lena macht einen Schritt nach vorn. Sie hat keine Angst. Ihre Augen sind groß und neugierig. Finn ist so groß wie ein Pferd, aber er wirkt sanft. Seine Schuppen glänzen grün und gold im Licht. Lena streckt ihre Hand aus. Finn bewegt sich nicht. Dann langsam kommt er näher. Er berührt ihre Hand mit seiner Nase. Seine Haut ist warm. Lena lächelt.
Finn lächelt auch, so gut ein Drache lächeln kann. Ab diesem Moment sind sie Freunde. Die nächsten Tage sind wunderbar. Lena kommt jeden Tag in die Höhle. Sie bringt Essen mit. Äpfel, Brot, manchmal Käse. Finn mag besonders die Äpfel. Er frisst sie in einem Biss. Lena lacht dann immer laut. Finn zeigt ihr seine Sammlung. Er legt jeden Stein und jede Münze vorsichtig vor ihr hin. Lena erklärt ihm, was alte Münzen bedeuten. Finn hört aufmerksam zu. Er lernt schnell. Sie spielen zusammen im großen Höhlenraum. Finn macht kleine Feuerfunken in die Luft. Lena fängt sie mit den Händen. Sie sind warm, aber nicht heiß. Das macht sie wieder und wieder. Es ist ihr Lieblingsspiel. Jeden Abend geht Lena nach Hause. Aber jeden Morgen kommt sie zurück. Finn wartet immer schon am Eingang der Höhle. Er ist nicht mehr allein. Aber dann kommt ein Problem. Lenas Vater folgt ihr eines Tages in den Wald. Er macht sich Sorgen, weil sie jeden Tag verschwindet. Er findet das Loch. Er hört Lenas Lachen von unten. Dann sieht er Finn. Er schreit. Er läuft zurück ins Dorf. Lena hört den Schrei ihres Vaters. Ihr Herz wird kalt. Sie schaut Finn an. Finn schaut sie an. Er versteht, was passiert. Seine Augen werden traurig. Lena läuft dem Vater nach. Sie ruft: »Finn ist gut. Finn ist mein Freund.« Aber der Vater hört nicht zu. Er ist zu schnell und zu weit weg. Am nächsten Tag kommen Männer aus dem Dorf. Sie haben Fackeln und stehen am Waldrand. Lena steht vor ihnen. Sie ist allein. Sie hat Angst, aber sie bewegt sich nicht. Ihr Vater ruft ihren Namen. Lena schüttelt den Kopf. Die Männer machen einen Schritt nach vorne. Dann hören alle ein Geräusch. Ein tiefes, warmes Geräusch. Finn kommt langsam aus dem Wald. Er ist groß. Er ist ruhig. Er trägt in seinem Mund eine alte, kaputte Uhr. Er legt sie vor Lenas Vater auf den Boden. Die Uhr hat das Bild einer Sonne drauf. Lenas Vater kennt diese Uhr. Das ist die Uhr seines eigenen Vaters, verloren vor 20 Jahren im Wald. Er schaut Finn an. Finn schaut ihn an. Keine Aggression, kein Feuer. Nur ruhige, goldene Augen. Lenas Vater steht lange still. Er denkt. Alle warten. Die Fackeln brennen leise. Dann, er macht einen Schritt nach vorne. Er nimmt die alte Uhr in die Hand. Er hält sie fest. Er schaut Lena an. Dann schaut er nochmal Finn an. Er nickt langsam. Die anderen Männer schauen sich an. Sie verstehen nicht alles, aber sie sehen keine Gefahr. Sie gehen zurück ins Dorf. Von diesem Tag an ist alles anders. Finn darf manchmal an den Waldrand kommen. Lena bringt ihn jeden Samstag mit. Zuerst haben die Dorfkinder Angst, aber dann sehen sie die Feuerfunken. Und dann ist alles gut. Bald kommen alle Kinder am Samstag zum Waldrand. Finn macht Funken in alle Farben. Die Kinder lachen und springen. Finn ist nicht mehr allein. Lena schaut ihn an und ist glücklich. Finn schaut sie an und seine goldenen Augen leuchten warm. Irgendwo tief im Wald liegt ein Loch, und in dem Loch beginnt manchmal ein Licht. Vielleicht kommt bald noch ein Drache. Vielleicht nicht, aber Finn wartet nicht mehr allein. Hallo Finn, wie geht es dir? Hallo Lena, mir geht es gut. Ich habe Äpfel mitgebracht. Äpfel? Oh, die mag ich sehr. Hier, bitteschön.
Iss ein. Danke. Lecker. Magst du noch einen Apfel? Ja, gerne. Du bist so nett. Zeigst du mir deine Sammlung? Natürlich. Komm mit, Lena. Wow, das ist ein schöner Stein. Den fand ich am Fluss. Und diese alte Münze? Die glänzt so schön im Licht. Ja, golden wie deine Augen. Wirklich? Das freut mich. Spielen wir mit den Feuerfunken? Ja, das ist mein Lieblingsspiel. Mach bitte einen roten Funken. Hier, siehst du? Oh, wunderschön. Und jetzt blau? Blau ist schwer, aber okay. Das war toll, Finn. Du fängst sie gut mit den Händen. Sie sind warm, aber nicht heiß. Ja, ich passe immer auf. Bist du manchmal noch traurig? Früher ja, aber heute nicht. Weil ich jetzt bei dir bin? Ja, und die anderen Kinder auch. Sie kommen am Samstag wieder. Das freut mich sehr. Hast du Angst vor den Männern? Ein bisschen, aber dein Vater ist nett. Er hat die alte Uhr gefunden. Die Uhr war sein Vater. Ja, mein Opa. Das war magisch. Ich mag keine Feuer und Wut. Du bist sanft und gut. Danke, Lena. Du auch. Kommst du morgen wieder raus? Vielleicht, wenn das Wetter schön ist. Ich warte am Waldrand auf dich. Dann komme ich bestimmt. Soll ich Käse mitbringen? Käse? Ja, bitte. Und Äpfel. Alles klar. Du bist ein Freund. Und du bist meine beste Freundin. Darf ich dich mal streicheln? Ja, ganz vorsichtig bitte. Deine Schuppen sind so weich. Das fühlt sich gut an. Ich gehe jetzt nach Hause. Schon? Komm bald wieder. Morgen früh, das verspreche ich. Dann schlaf gut, Lena. Du auch, Finn. Gute Nacht. Die Kinder gerne auf dem Trampolin. A. Springst. B. Springt. C. Springen. D. Springe. Er hat Angst vor der A. Dunkel. B. Dunkelheit. C. Dunkle. D. Dunkelheiten. Der Fisch hat glänzende A. Schuppe. B. Schuppen. C. Schuppeln. D. Schuppung. Meine kleine Schwester ist sehr A. Neugieriger. B. Neugierig. C. Neugieriger. D. Neugier. Der Bär schläft im Winter in einer A. Höhle. B. Hölle. C. Höhe. D. Hülle. Im Kamin fliegen kleine A. Feuerfunke. B. Feuerfunken. C. Feuerfunkenen. D. Feuerfunks. Bitte sieh das heiße Eisen nicht. A. Berühre. B. Berührst. C. Berührt. D. Berühren. Wenn sie glücklich ist, A. Lächelst du. B. Lächelt. C. Lächeln. D. Lächle. Der Trainer fordert weniger A. Aggressiv. B. Aggressivität. C. Aggression. D. Aggressor. Die Sterne hell am Nachthimmel. A. Leuchtet. B. Leuchtest. C. Leuchten. D. Leuchte. Springen. To jump. Das Mädchen springt. The girl jumps. Dunkelheit. Darkness. Es fällt tief in die Dunkelheit. It falls deep into the darkness. Schuppen. Scales. Er hat goldene Augen und grüne Schuppen. He has golden eyes and green scales. Neugierig. Curious. Finn ist neugierig und freundlich. Finn is curious and friendly. Höhle. Cave. Er lebt tief im Wald in einer alten Höhle.
He lives deep in the forest in an old cave. Feuerfunken. Sparks of fire. Finn macht kleine Feuerfunken in die Luft. Finn makes small sparks of fire into the air. Berühren. To touch. Er berührt ihre Hand mit seiner Nase. Lächeln. To smile. Lena lächelt. Aggression. Aggression. Keine Aggression. Leuchten. To shine or to glow. Seine goldenen Augen leuchten warm. Danke fürs Zuschauen. Wenn's dir gefällt, dann drück den Abo-Button für mehr Videos wie dieses von uns.